Hallo, hier ist Laura von Loving Australia. Ich erzähle euch heute einfach mal, welche Campingmöglichkeiten es in Australien gibt. Zum einen gibt es da die 24-Hour Rest Areas. Das sind im Prinzip Parkplätze, entweder im Outback oder zwischen zwei Städten, die sehr weit auseinander liegen. Auf diesen Rest Areas könnt ihr über Nacht oder bis maximal 48 Stunden, je nachdem wie es angegeben ist, campen. Da sind meistens ein paar entweder Toiletten oder gar keine Facilities, die ihr nutzen könnt. Das heißt, es ist gut, wenn ihr selbst ausgestattet seid mit einer Toilette an Bord eures Campers. Dann gibt es Campgrounds in Nationalparks, also Campingplätze in den Nationalparks von Australien. Die sind meistens richtig schön gelegen an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder Highlights und ihr könnt die nutzen. Meistens fallen da ein paar kleine Gebühren an, wie hier. Wir sind als Familie mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern unterwegs und müssen für eine Nacht $15,40 zahlen. Das heißt, es ist wirklich sehr günstig. Ein Erwachsener zahlt $6,60 in diesem Fall. Und du müsst das über die Self-Registration begleichen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall Bargeld bei euch haben. Das haben wir in unserem Fall ein Glück auch noch passend gehabt. Ansonsten solltet ihr aufrunden und nicht abrunden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen ganz normalen Campingplatz zu nutzen. Die an der Ostküste sind die alle ein bisschen teurer als an der Westküste Australiens, aber da habt ihr natürlich alles, was ihr benötigt. Von Duschen, WCs über Waschmöglichkeiten, eine Waschmaschine, Wäschetrockner, sowas. So Annehmlichkeiten wie ein Pool gibt es da auch meistens, vor allen Dingen im Northern Territory sehr beliebt, weil man ja nicht wirklich im Meer oder in den Flüssen baden gehen sollte, weil man crocwise sein muss, also auf Krokodile achten muss. Ja, das war's eigentlich schon. Also ich finde immer so die Mischung aus allem richtig gelungen. Wenn wir ein bisschen Strecke machen müssen, nehmen wir sehr gerne die 24 Hours Rest Areas, die kostenlos sind. Ansonsten nehmen wir sehr, sehr gerne auch die Nationalparks und auch die normalen Campgrounds. Je nachdem, wenn wir ein bisschen was waschen müssen oder unseren Camper an den Strom anhängen müssen, dann nutzen wir natürlich die ganz normalen Campsites. Ich hoffe, unsere Übersicht über die Campingplätze in Australien hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns über ein Like und abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Klickt dafür einfach den kleinen Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke. Wenn ihr mehr zum Thema Camping in Australien erfahren wollt, schaut doch einfach mal im Blog rein.